Herzlich willkommen beim Audioforum Berlin. Wir wollen uns jetzt auch endlich mal an YouTube heranwagen. Es ist ja auch erst 2018, wird der ein oder andere sagen, aber sei es drum. 40 Jahre High-End ist eine lange Tradition, aber wir wollen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern euch jetzt hier in einigermaßen regelmäßigen Abständen interessante Neuigkeiten präsentieren aus der Welt Audio, Heimkino, Home Entertainment, das heißt alles, was in die Welt der Konsolenzocker gehört. Den Anfang wollen wir heute mit diesem 27 Kilo Monstrum hier von Denon machen, dem AVC X8500H. 13 Kanäle mit 13 separierten Endstufen. So sieht im Jahre 2018 das Flaggschiff von Denon aus im Bereich der Heimkino-Receiver. Kurz zur Nomenklatur. Der Name AVC X8500H steht für Audio Video Controller Experience. 8500 ist der Serienname, H für HEOS. Was das im Einzelnen bedeutet, sehen wir uns später an. Jetzt wollen wir erstmal von der Außenseite an das Gerät. Der 8500H hat ein dreiteiliges Gehäuse und die wichtigsten Controls sind direkt hier hinter dieser Klappe versteckt, die durch ihre dicke Ausführung und die Suche Dämpfung direkt klar macht beim allerersten Gerätekontakt, wie absolute Premium-Produkte auszusehen haben. Der 8500H wirkt hochwertig und sorgfältig verarbeitet und ist dabei in Schwarz oder Silber erhältlich, macht durch seine gebürstete Aluminiumfront auch optisch einiges her. Um für die zusätzlichen Endstufen Platz zu finden, hat Denon eher in die Tiefe als in die Höhe gebaut und deswegen ist Ausmessen angesagt, wenn ihr dieses Gerät zur Basis eures Heimkino-Tempels machen wollt. Wir haben sowohl hier vorne wie auch hinten USB-Anschlüsse, wobei der vordere zum Abspielen von Musik von welchem Medium auch immer dient, während der hintere dazu da ist, einen Fire TV-Stick, Chromecast oder sowas anzuschließen. Dann wollen wir uns das Gerät mal von der Rückseite angucken. Hinten sehen wir, was ich sehr schön finde, eine Aufreihung der Lautsprecherterminals größtenteils nebeneinander, zum großen Teil. Sage und schreibe 15 Lautsprecher könnt ihr an den 8500H anschließen. Da man beim Konfigurieren einiges auszuprobieren hat, wird man relativ schnell darüber dankbar sein, dass man nicht ganz so viel untereinander umzustecken hat. Die Anschlüsse sind für Singledraht, Kabelschuhe und Bananenstecker geeignet, wobei wir euch die letzteren wirklich ganz warm empfehlen wollen, da ihr bei maximaler Ausnutzung des Gerätes ja immerhin 30 Lautsprecherkabel anzuschließen habt. Dann wollen wir uns jetzt mal angucken, wie es eigentlich da drin aussieht. Wenn wir uns jetzt das Innenleben anschauen, fällt uns natürlich zuallererst dieser massive Trafoblock auf. Der größte, den Denon bisher in einem AVC benutzt hat. An der Stelle sei zu erwähnen, dass ich mich nicht versprochen habe. Der 8500H ist kein klassischer AVR mehr. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem Audio-Video-Receiver, denn Denon hat von Anfang an die Radioempfangseinheit rausgelassen. Das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen interessiert mich das jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, dass die lokale Bäckerei den größten Keks seit Erfindung des Weißmehls gebacken hat. Und zum anderen stellt das Vermeiden von Radiowellen natürlich auch immer noch eine Störquelle weniger dar, gegen die man vehement gegen angehen muss, um Signalreinheit zu gewährleisten. Apropos Signalreinheit. Ihr seht, wie diese massiven Kühllamellen relativ weit weg vom Trafo angebracht sind. Die Lamellen leiten die Wärme aus den 13 Endstufenplatinen hier zuverlässig ab. Und zusätzlich sind Geräte Boden, Seiten und Topcover mit Lamellen durchzogen. Und zusätzlich haben wir unter den Kühlrippen nochmal 4 Lüfter, 2 auf der Seite hier, 2 auf der Seite. Diese Lüfter arbeiten unheimlich leise und gehen auch nur im äußersten Notfall, das heißt bei wirklich starker Wärmeentwicklung an, damit Nebengeräusche so weit wie möglich vermieden werden. Der 8500H ist mit 2,8 Kilowatt Last getestet worden. Dabei wurde das gleiche Peak-Signal in derselben Phase auf alle Kanäle gleichzeitig gelegt. Wir alle wissen, das ist eine Situation, die in einem normalen Film, in normaler Musik, in einem normalen Game im Leben nicht vorkommt. In solchen Filmen würde sich nicht mal Lars von Trier zu drehen trauen. Was wir daraus aber lernen ist, der 8500H ist in der Lage, blitzschnell große Mengen an Strom zur Verfügung zu stellen, um beispielsweise Musik wie Filmmusik, die große Dynamikumfänge aufweist, glaubwürdig darzustellen. Hier oben an der Platine haben wir die ganze digitale Signalverarbeitung. Hier sehen wir auch das HEOS-Modul.
Ihr erinnert euch an die Bezeichnung des Geräts AVC X8500H. Das H steht bei Denons Heimkino-Receivern für HEOS, das von Denon und Marantz gemeinsam entwickelte Multiroom-System. Mit dem 8500H ist es also beispielsweise denkbar, dass du im Wohnzimmer eine Blu-ray siehst, deine Freundin in der Badewanne Musik hört oder im Schlafzimmer fernsieht. Das alles ist mit den HEOS-Lautsprechern machbar, die wir in 4 verschiedenen Größen anbieten. Gerade bei Multiroom-Anwendungen wird natürlich Sprachsteuerung durch Alexa interessant, was im Sommer 2018 durch Firmware-Update machbar sein wird. Überhaupt ist der 8500H bestens für diesen Sommer, aber eben auch weit darüber hinaus vorbereitet, da eben nicht nur die Software, beispielsweise für HDMI 2.1, sondern eben auch die Hardware updatefähig ist. Bisher ist das Gerät komplett 4K-fähig, wird aber auch 8K-fähig, sobald die Technik diesen Stand erreicht. Wann das Upgrade kommt, ob eine Servicegebühr zum Austausch der Platinen fällig wird, das ist derzeit aber noch nicht hundertprozentig klar. Fest steht, dass der 8500H nicht nur heute seiner Konkurrenz weit voraus ist, als weltweit allererster 13-Kanal AV-Controller, sondern eben auch zukunftstauglich ist und auch bleibt, weil sich die Entwickler bei Denon viele Gedanken darüber machen, wie soft- und hardwareabfähig Update bleiben können, damit man nach dieser Investition auch wirklich ein paar Jährchen seine Ruhe hat. Neben diesen Basisfeatures hat der 8500H allerdings noch eine ganze Reihe Zusatzgimmicks, die vor allem das Bild für Analogfans abrunden. Mit einem klassischen Phono-Eingang habt ihr dezidiert die Möglichkeit, noch einen Plattenspieler anzuschließen, und selbst eingefleischte Anhänger der guten alten VHS kommen durch analoge Video-Inputs ganz auf ihre Kosten. Wer doch dann und wann nochmal sehen will, wie er damals auf seinem ersten Festival unterwegs war oder von den guten alten Skate-Videos von 1999 nicht wegkommt oder tatsächlich doch dann und wann nochmal seine PlayStation 1 rausholen will, der kommt hier natürlich ganz auf seine Kosten. Der 8500H ist also nicht nur zukunftskompatibel, sondern eben auch vergangenheitskompatibel und ist im Grunde gedacht für all die, die ganz besonders nah an der Couch gebaut sind. Jetzt zu den Lautsprecher-Layouts, deren verschiedene Möglichkeiten ihr hier vorne an der Klappe auch seht. Wir haben die Möglichkeit, Dolby Atmos, DTS:X oder Auro 3D Setups zu fahren. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Bodentruppen sozusagen setzt, könnt ihr beispielsweise ein 7.1 Setup anschließen und dann per DTS Virtual X Deckenlautsprecher simulieren. Das ist zwar nicht hundertprozentig dasselbe, kommt dem Ganzen aber schon relativ nah. Da wir jetzt aber schon die Möglichkeit hier haben, wir haben 13 Kanäle, wir können bis zu 6 Deckenlautsprecher anschließen. Das heißt zweimal Front Height, zweimal Rear Height und zweimal Top-Mittel-Lautsprecher und haben somit tatsächlich ein Setup mit 6 Höhenlautsprechern. Für Auro 3D hätte ich jetzt ein Layout mit Center-Höhenlautsprecher und Top-Surround-Lautsprecher. Beides ist vom 8500H im Menü in Sekundenschnelle anwählbar. Die entsprechende Software für Auro 3D kommt jetzt im Mai 2018, das heißt noch in diesem Monat, und wird dann auch per Firmware-Update nachrüstbar sein. DTS:X ist momentan standardmäßig noch auf 11 Kanäle ausgelegt, wobei auch da an einem Update gearbeitet wird, auf das der 8500H dann natürlich auch wieder upgradefähig ist. DTS hat natürlich den Vorteil, dass es auf verschiedene Konfigurationen ausgerichtet ist und relativ flexibel an euer Lautsprecher-Layout anpassbar ist. LAN, WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay, Tidal, Spotify, all das braucht man im Grunde eigentlich nicht erwähnen, da es bei einem Monster wie diesem Gerät eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass es die richtigen Voraussetzungen dafür hat. Soweit hätten wir jetzt die wichtigsten Details einmal angeschnitten. Was der 8500H sonst noch alles kann, überlassen wir jetzt eurer Fantasie und zeigen euch beim nächsten Mal eine Lautsprecherkonfiguration als Beispiel mit DALI-Einbauspeakern. Bis dann, passt auf euch auf und hört nicht zu viele MP3s.